Warnemünde, 20. März 1938. Früher Morgen, die Ostsee, noch grau. Friedrich Ritz sitzt im Cockpit einer Heinkel He 115 und wartet auf die Freigabe. Neben ihm Bordmonteur Schmidt von BMW. Kein Rekordversuch war je ohne Risiko, aber dieser hier ist anders. Das Flugzeug unter ihm ist kein normales Wasserflugzeug mehr. Die Bugkanzel ist durch eine glatte Holzverkleidung ersetzt. Die Einstiegsleiter fehlt, die Bombenklappe ist entfernt. Alles, was Luftwiderstand erzeugt, ist weg. Was bleibt, soll fliegen. Und so schnell, wie noch kein Wasserflugzeug je geflogen ist. Die Freigabe kommt, Ritz gibt Gas. Was an diesem Tag passiert, ist schlicht 8 Weltrekorde. In einer einzigen Strecke von Laboe über Swinemünde nach Leba und zurück. Mit Nutzlasten von 0 bis 2000 Kilogramm, über Distanzen von 1000 und 2000 Kilometern. Immer dieselbe Geschwindigkeit. Über 330 Stundenkilometer. 8 Rekorde, 7 Stunden 15 Minuten. Ein Flugzeug. Doch um zu verstehen, warum dieses Flugzeug trotzdem nicht das wurde, was es hätte sein sollen, und was danach aus ihm wurde, müssen wir zurück zum Anfang. Zurück ins Jahr 1935. 1935 hat die Luftwaffe ein Wasserflugzeug, das seinen Namen kaum noch verdient. Die Heinkel He 59, ein Doppeldecker, entworfen noch in den 20er Jahren, soll Torpedos schleppen, Minen legen, Küsten aufklären. Sie tut das alles halbwegs, aber sie ist langsam, veraltet und gegen einen Feind, der wirklich kämpfen will, schlicht nicht überlebensfähig. Das Reichsluftfahrtministerium schreibt einen Wettbewerb aus. Gesucht ein modernes, zweimotoriges Wasserflugzeug, das Torpedos trägt, Minen legt, fernaufklärt und dabei noch halbwegs schnell ist. Heinkel tritt an. Und mit ihnen die Hamburger Flugzeugbau mit ihrer H140. Siegfried Günther, einer der talentiertesten Konstrukteure seiner Generation, übernimmt den Entwurf. Das Ergebnis ist elegant. Ein Ganzmetall-Mitteldecker mit ovalem Rumpf, trapezförmigen Flügeln, 2 BMW 132 Sternmotoren und 2 großen Metallschwimmern unter den Gondeln. Die 3 Besatzungsmitglieder sitzen in einer lang verglasten Kabine, die dem Flugzeug ihren Spitznamen einbringt. Treibhaus. Der erste Prototyp fliegt im August 1937 und macht zunächst Probleme. Die Steuereigenschaften sind so schlecht, dass ein Pilot des Ministeriums nach einem inoffiziellen Testflug einen vernichtenden Bericht einreicht. Udet schreibt nach Rostock. So fliegt das nie mit der Luftwaffe. Heinkel arbeitet. 4 Wochen später ist derselbe Pilot wieder da. Er schreibt diesmal einen euphorischen Bericht. Udet lobt das Flugzeug. Was sich verändert hat? Sogenannte Hilfsruder, die dem Piloten die Steuerkräfte nehmen, ohne die Kontrolle zu nehmen. Stellt euch einen schweren Schieberegler vor, der plötzlich eine Feder bekommt. Der Widerstand bleibt gefühlt gleich, aber der Finger muss nur noch einen Bruchteil der Kraft aufbringen. Ritz, der Heinkel-Chefpilot, der dann die meisten Serienmaschinen abfliegt, formuliert es so. Danach wurde die He 115 bei den Seefliegern außerordentlich beliebt. Und dann kommt der Wettbewerb gegen die H140. Die Hamburger Konkurrenz verunglückt beim 2. Landungsversuch im Lübecker Hafen. Ritz landet ohne Probleme. Die H140 scheidet aus. Heinkel bekommt den Serienauftrag. Womit die He 115-Geschichte eigentlich hätte enden können. Aber sie fängt gerade erst an. Bevor die erste Serienmaschine ausgeliefert ist, baut Ritz den Rekordprototypen. Der Flug am 20. März 1938 läuft makellos. 8 Weltrekorde für zweimotorige Wasserflugzeuge. 11 Tage später bricht ein italienisches Cant Z.509 diese Rekorde mit 3 Motoren und fast doppelter Gesamtleistung. Das sagt weniger über die He 115 als über das Cant. Heinkel will einen Atlantikrekord. Nonstop nach Südamerika. 14. März 1939. Abflug aus der Riebnitzer Bucht. Das Flugzeug ist mit einem Startgewicht von 15 Tonnen so schwer beladen, dass es nur mit einem Schleppflugzeug abheben kann. An Bord
Flugkapitän Walter Diehle, Funker Paul Geißler, Monteur Simon Butz. Alles Leute von Lufthansa. Erfahren, ruhig. Der Flug läuft gut. Über Helgoland, den Ärmelkanal, die Biskaya, Kap Finisterre, die Kanaren. 6.700 Kilometer. 2/3 der Strecke sind geschafft. Dann sieht Diehle einen breiten Ölstreifen vom Backbordmotor. Ein Ölrohr ist gebrochen. Der Motor läuft noch ein paar Minuten, dann steht der Propeller. Diehle steigt auf 350 Meter, fliegt auf einem Triebwerk weiter, dammt tausende Liter Kraftstoff ins Meer. Es nützt nichts. Er wassert neben dem deutschen Dampfer Monte Pascoal, mitten im Atlantik. Flugzeug und Besatzung kommen an Bord. Rio de Janeiro erreichen sie trotzdem. Nur auf einem Schiff statt in der Luft. Das Flugzeug hat 2/3 der Strecke geschafft. Es ist ein Ölrohr. Der Rekord bleibt ungestellt. Und trotzdem ist dieser Flug ein Beweis für etwas. Ein zweimotoriges Wasserflugzeug, 1500 Kilogramm Nutzlast, 6700 Kilometer in einem Stück. Das ist 1939 nicht selbstverständlich. Inzwischen läuft die Serienproduktion. Schweden kauft 12 Maschinen, Norwegen 6. Die Luftwaffe rüstet ihre Küstenfliegergruppe aus. Und dann beginnt der Krieg. Die He 115 macht ihren Job. Minen in der Themsenmündung, Minen vor Harwich, Minen vor den Häfen der englischen Südküste. Meistens nachts, damit die Flak sie nicht sieht. Die ersten Minenlegeroperationen im November 1939 laufen ohne Verluste. Für eine Weile wissen die Briten nicht einmal genau, was diese Minen legt. Aber die He 115 hat ein Problem, das kein Ingenieur lösen kann. Sie ist ein Wasserflugzeug. Und Wasserflugzeuge sind langsam. Nicht ein bisschen langsam, deutlich langsamer. Maximal 330 Stundenkilometer im aufgeräumten Rekordprototypen, in der Serienmaschine eher 295 bis 305. Gegen britische Jagdflugzeuge, die 550, 600 Stundenkilometer fliegen, ist das keine Frage des Muts. Das ist Physik. Mitte 1940 entscheidet das RLM. Produktion einstellen. Die He 115 gehört nicht in den Kampf. Bomber und Aufklärer aus Landflugzeugen, He 111, Ju-88, Do-17, übernehmen die Rolle. Die Küstenfliegergruppen werden umgerüstet. Soweit der Plan. Was niemand einkalkuliert hat, es gibt kein Ersatzmuster. Die Aufgaben, für die He 115 wirklich gut ist, Langstreckenaufklärung über dem Nordmeer, Minenlegen in Gewässern, die zu eng und zu seicht für U-Boote sind, Seenotrettung fernab der Küste, die kann kein Landflugzeug übernehmen. Nicht wirklich. Also fliegen die He 115s weiter und weiter und weiter. 1942, als der Geleitzug PQ-17 von Island Richtung Murmansk aufbricht, sind He 115 aus der Küstenfliegergruppe 406 unter den ersten Angreifern. Der Geleitzug wird nach dem Befehl zur Zerstreuung durch eine Kombination aus He 115, He 111, Ju-88 und U-Booten so gut wie ausgelöscht. 23 von 36 Schiffen werden versenkt. Das ist kein Ergebnis einer modernen Waffe. Das ist ein Ergebnis von Koordination, Wetter und einer Entscheidung der britischen Admiralität. Die He 115 ist dabei als Handwerkszeug, nicht als Wunderwaffe. 1943 tut das RLM etwas Bemerkenswertes. Es öffnet die Produktionslinie wieder. 3 Jahre nach dem Produktionsstopp, weil der Bedarf nie weggegangen ist. Das ist schlicht ein ziemlich klares Urteil über den eigenen Entschluss von 1940. Aber der seltsamste Teil dieser Geschichte spielt sich nicht über der Nordsee ab. April 1940. Deutsche Invasion Norwegens. Die 6 norwegischen He 115 kämpfen gegen ihre ehemaligen Erbauer. 3 von ihnen, F-52, F-56 und F-64, schaffen es nach Schottland. Eine 4., F-50, landet in Finnland und wird dort interniert. F-58 entwischt nach Nordnorwegen und kämpft weiter. Eine F-54 verliert sich über der Nordsee. Die 4 überlebenden Maschinen in britischen Händen werden umgebaut. Mehr Maschinengewehre, verstärkte Kanzel, neue Kennzeichen. BV 184, BV 185, BV 187. Norwegische Besatzungen.
Britischer Befehl: deutsches Flugzeug. Bv 185 erhält im Herbst 1941 Hakenkreuzmarkierungen und Luftwaffe-Kennzeichen und fliegt tagsüber nach Tripolis, mitten in den deutschen Versorgungshafen. Leutnant Haakon Overdal am Steuer. An Bord 2 britische Agenten, die hinter den deutschen Linien abgesetzt werden sollen. Das Flugzeug landet, die Agenten steigen aus, Overdal dreht um und fliegt nach Malta. Das ist kein Filmskript, das ist November 1941. Bv 185 wird kurze Zeit später bei einem italienischen Bombenangriff auf Malta zerstört. Bv 187 fliegt ähnliche Missionen an der nordafrikanischen Küste, bis 2 Bf 109 es abschießen. Bv 184 wird durch freundlichen Beschuss durch polnische Spitfires über dem Atlantik beschädigt und geht später in einem Tankbrand verloren. 3 deutsche Flugzeuge, 3 verschiedene Todesarten, alle im Dienst der Alliierten. Was bleibt, ist ein Wrack auf dem Meeresgrund bei Haversfjord in Südwesten Norwegen, geborgen 2012, in Restaurierung seitdem im Flyhistorisk Museum Sola. Kein anderes vollständiges Exemplar existiert heute öffentlich zugänglich irgendwo auf der Welt. Das Flugzeug, das zu unersetzbar für die Luftwaffe war, hat diesen Krieg trotzdem überall mitgetragen. Auf Minenplänen, der Kriegsmarine, in Aufklärungsberichten über den Nordatlantik, in den Protokollen von Geheimoperationen, die bis heute nicht vollständig rekonstruiert sind. Die Luftwaffe hat die He 115 1940 abgeschrieben und sie bis 1944 weitergeflogen. 8 Weltrekorde, bevor die erste Serienmaschine ausgeliefert war. Und 4 Jahre Krieg, nachdem man sie eigentlich schon abgeschrieben hatte. Bitterer geht es kaum. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, abonniert den Kanal, damit ihr die nächste nicht verpasst. Und wenn ihr Flugzeuge kennt, die eine ähnlich merkwürdige Karriere gemacht haben, schreibt es in die Kommentare.